Ein 70-Tonnen-Bulldozer schiebt in einer einzigen Stunde mehrere hundert Tonnen Material, das 3- bis 4-fache seines eigenen Gewichts, doch der Bodendruck unter seinen Raupenketten beträgt dabei nur 0,6 Kilogramm pro Quadratzentimeter, weniger als dein Fußabdruck. Wie kann eine Maschine, die leichter auf dem Boden steht als du, Materialmassen bewegen, die jede physikalische Intuition sprengen? Die wahre Kraft liegt nicht in roher Motorleistung. Sie liegt in einem System, das die Gesetze der Mechanik so präzise ausnutzt, dass aus Gewicht plötzlich gerichtete Kraft wird. Jedes Element dieser Konstruktion ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet: maximale Schubkraft bei minimaler Bodenzerstörung. Willkommen beim Kern der Dinge. Um zu verstehen, was hier passiert, lohnt ein Blick auf die Spannweite dieser Maschinen. Am unteren Ende stehen kompakte Geräte mit 8 bis 14 Tonnen, die im Landschaftsbau Wege planieren und Gärten modellieren. Am oberen Ende thront der ACO Super Bulldozer mit 183 Tonnen Einsatzgewicht, der schwerste jemals gebaute Bulldozer, ein italienisches Einzelstück, das in den 1980er Jahren in Portogruaro entstand und nie regulär in Serie ging. Realistischer ist der Komatsu D 575A-3. Super Dozer, der mit rund 150 bis 152 Tonnen die Spitze der Serienproduktion markiert und in japanischen Werken speziell für den Tagebau gefertigt wird. Zwischen diesen Polen liegt eine ganze Industrie. Was traditionell mehrere Wochen Handarbeit mit tausenden Mannstunden erforderte, das Abtragen eines Hügels, das Anlegen einer Trasse, das Räumen einer Halde, erledigt ein moderner Großdozer in einem einzigen gleichmäßigen Arbeitsgang. Doch selbst der schwerste Bulldozer der Welt wäre nutzlos ohne ein entscheidendes mechanisches Prinzip. Dieses Prinzip beginnt unter der Maschine, dort wo Stahl auf Erde trifft. Ein normaler Mensch übt mit seinem Schuh einen Bodendruck von etwa 0,8 bis 1,2 Kilogramm pro Quadratzentimeter aus. Ein 70-Tonnen-Bulldozer wie der Caterpillar D10T2 liegt darunter bei 0,6 bis 1,0 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Möglich macht das die Geometrie der Raupenketten. Jede Kette besteht aus Dutzenden Bodenplatten, die das Gewicht der Maschine über mehrere Quadratmeter Auflagefläche verteilen. Die Rechnung ist simpel. Gewicht geteilt durch Fläche ergibt Druck. Vergrößert man die Fläche, sinkt der Druck, auch wenn das Gewicht ins Monströse wächst. Aber Flächenpressung allein wäre nur eine Frage der Schonung. Der entscheidende Punkt liegt in der Traktion. Je gleichmäßiger das Gewicht verteilt ist, desto besser greifen die Stollen der Ketten in den Boden, ohne ihn aufzureißen oder einzusinken. Die Maschine wird nicht zur Last, sondern zum Anker. Genau diese Verbindung aus geringer Einsinktiefe und maximaler Greiffläche erzeugt die enorme Schubkraft, die ein Bulldozer auf das Material vor seinem Schild übertragen kann. Würde dieselbe Maschine auf 4 Reifen stehen, würde sie im weichen Erdreich versinken, durchdrehen, scheitern. Auf Ketten dagegen verwandelt sich jedes Kilogramm Eigengewicht in nutzbare Vorwärtskraft. Das ist das eigentliche Geheimnis. Nicht trotz, sondern wegen der breiten Auflage entsteht die Wucht. Die Kontaktfläche zwischen Stahl und Untergrund wird zur Kraftübertragungszone, in der Physik und Konstruktion verschmelzen. Doch Traktion allein reicht nicht. Was unter der Karosserie verborgen bleibt, ist das zweite System, das diese Kraft in unaufhaltsame Bewegung verwandelt. Im Inneren eines Bulldozers arbeitet eine Kette aus Komponenten, die jeden Drehmomentimpuls multiplizieren. Mittelgroße Maschinen mit 30.000 bis 100.000 Pfund Einsatzgewicht, also rund 13,6 bis 45,4 Tonnen, verfügen über Motorleistungen zwischen 135 und 225 Pferdestärken. Ihre Schubkraft liegt in der gleichen Größenordnung wie ihr Eigengewicht. Das bedeutet, die Maschine überträgt ihr volles Gewicht praktisch verlustfrei als gerichtete Druckkraft auf das Material vor dem Schild. Bei den ganz großen Vertretern, Minendozern wie dem Komatsu D475A oder dem Caterpillar D11, stehen 700 bis 900 Pferdestärken zur Verfügung, kombiniert mit mehreren 100 kN Schubkraft. Doch PS allein bewegen nichts. Der eigentliche Trick liegt im Untersetzungsgetriebe. Es nimmt die hohe Drehzahl des Dieselmotors und übersetzt sie in extrem langsame, dafür extrem drehmomentstarke Bewegung der Antriebsräder. Was der Motor an Geschwindigkeit verliert, gewinnt das Getriebe an Kraft. Das Ergebnis ist eine Bewegung, die kaum schneller ist als ein Schritttempo, aber praktisch nicht aufzuhalten. Davor sitzt der Planierschild, oft mehrere Meter breit und mehrere Tonnen schwer, hydraulisch gesteuert, mit gehärteten Stahlkanten verstärkt. Er bündelt die gesamte Kraftübertragung in eine einzige Wirkfläche.
Jede Komponente verstärkt die nächste. Der Motor liefert Drehmoment, das Getriebe übersetzt es, die Ketten greifen, das Eigengewicht stabilisiert, der Schild konzentriert. Diese mechanische Symphonie verwandelt Rotation in Translation, Energie in Arbeit. Es ist diese präzise Kaskade, die aus einer 70-Tonnen-Maschine ein Werkzeug macht, das hunderte Tonnen Schutt verschieben kann. Aber wie viel Material bewegt diese perfekte Maschine tatsächlich? Die Zahlen sind schwer zu glauben. Die Leistungstabellen sind nüchtern formuliert, doch ihre Zahlen sind es nicht. Ein vergleichsweise kleiner Bulldozer mit 75 Pferdestärken bewegt in einer Stunde rund 44 Kubikmeter Sand, 38 Kubikmeter normalen Boden oder 27 Kubikmeter Lehm. Bei einer Dichte von 1,5 bis 2 Tonnen pro Kubikmeter entspricht das je nach Material 60 bis über 80 Tonnen pro Stunde aus einer einzigen, vergleichsweise schwachen Maschine. Skaliert man hoch auf die Großdozer der 70 bis 183 Tonnen Klasse, erreichen reale Förderleistungen mehrere hundert Tonnen Material pro Stunde. Die Top-10-Liste der schwersten Serienbulldozer weltweit liest sich wie ein Katalog der Erdbewegung. Der Shantui SD60C5 aus China bei rund 70 Tonnen, der Chetra T40 aus Russland in ähnlicher Klasse, der Caterpillar D10 T2 mit 70,1 Tonnen, der Komatsu D475A bei rund 108 Tonnen, schließlich der D575A-3 mit 152 Tonnen an der Spitze. Alle bewegen sich in derselben physikalischen Logik. Alle setzen auf dieselbe Trias aus Flächenpressung, Drehmomentübersetzung und Schildgeometrie. Diese Maschinen scheitern nicht trotz ihres absurden Gewichts an der Aufgabe, sie gelingen, weil das Gewicht selbst der Hebel ist, mit dem sie arbeiten. Ein menschlicher Arbeiter kann mit einer Schaufel pro Stunde vielleicht eine halbe Tonne Erdreich verschieben. Ein Caterpillar D10T2 schafft in derselben Stunde das Tausendfache. Was früher 100 Männer in einer Woche bewältigten, erledigt eine Maschine in 40 Minuten. Die Produktivität steigt nicht linear, sondern exponentiell mit der Maschinengröße. Diese Zahlen zeigen rohe Leistung. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Erdbewegung? Wer einen Bulldozer arbeiten sieht, sieht nicht Stärke, sondern Konstruktion. Das Beeindruckende ist nicht die brutale Wucht, sondern die Eleganz, mit der jede physikalische Größe in ihre nützlichste Form gebracht wird. Gewicht wird zu Traktion. Drehzahl wird zu Drehmoment. Drehmoment wird zu langsamem, kontrolliertem Schub. Schub wird zu verschobenem Material. Jede Komponente, Raupenkette, Untersetzungsgetriebe, Planierschild, ist exakt auf die Schwäche der vorherigen abgestimmt. Es entsteht eine Maschine, deren Effizienz nicht aus einem einzelnen Bauteil stammt, sondern aus dem Zusammenspiel aller. Moderne Großdozer markieren in diesem Sinne einen Höhepunkt mechanischer Ingenieurskunst, vergleichbar mit Schiffsmotoren oder Tagebaubaggern. Und das Bemerkenswerte ist, die zugrunde liegende Physik hat sich seit den ersten dampfgetriebenen Raupenfahrzeugen vor über 100 Jahren nicht geändert. Was sich geändert hat, sind die Materialien, die Hydraulik, die Präzision. Die Idee bleibt. Die Grundprinzipien der Kraftübertragung sind zeitlos gültig. Und diese Prinzipien gelten nicht nur für Bulldozer. 3 Dinge tragen einen 183 Tonnen Koloss durch weichen Boden, ohne dass er versinkt, und lassen ihn dabei hunderte Tonnen Schutt vor sich herschieben. Die verteilte Flächenpressung der Raupen, die Übersetzung von Drehzahl in Drehmoment, die Konzentration der Kraft im Stahl des Planierschilds. Kein Wunder, keine Magie, nur angewandte Physik in ihrer perfektesten industriellen Form. Wenn dich interessiert, wie Bagger mit 10 Meter Armen präzise graben können, ohne sich selbst auszuhebeln, oder wie Muldenkipper mit 400 Tonnen Ladung bergauf fahren, lohnt der Blick in die nächsten Videos. Manchmal ist die schwerste Maschine der Welt nichts anderes als ein sehr genauer Gedanke aus Stahl.